Moin Moin zusammen, herzlich willkommen zum nächsten Teil des Saigon Food Guides. Wir befinden uns ja immer noch in der Kategorie Bun Thit Nung und da zeige ich euch heute nochmal zwei Restaurants, die auch sehr, sehr gut sind. Zum ersten, zu dem wir jetzt fahren, der ist ähnlich wie der zweite aus dem ersten Teil und ist auch super, super lecker, nur ein bisschen lokaler, also nicht so beliebt, beziehungsweise nicht so perfekt gelegen, dass auch viele Touristen da hingehen. Dementsprechend fahren wir wieder mit dem Grab. Ihr kennt ja das Spiel schon. Und sehen uns dann, wenn wir da sind. Ja. Wir sind heute in District 10 unterwegs und wie man glaube ich schon hört, ist hier ein bisschen mehr los. Das ist eine Gegend, die nicht wirklich touristisch ist und dementsprechend wenige kennen das Restaurant auch, wo wir heute hingehen, also Touristen. Ne? Das ist eine sehr lokale Gegend mit vielen Universitäten, mit einem großen Krankenhaus und auch so sehr, sehr vielen Läden, eine Mall, also eine sehr, sehr belebte Gegend. Ich habe ordentlich Kohldampf, dementsprechend auf zum Futtern. Wie man schon sieht, ist hier ordentlich was los. Unser Restaurant ist aber in einer kleinen Seitenstraße, dementsprechend ist es da ein bisschen ruhiger. Hier trifft genau das aufeinander, was in Vietnam am schlimmsten ist, was Verkehr angeht. Das sind Schulen und ein Krankenhaus. Das sind quasi die zwei Extreme in Vietnam. Also vor Schulen ist es immer ganz wild und vor Krankenhäusern sowieso. Und das genau quasi gegenüber. Hier sieht man dann auch, die Schüler bzw. die Studenten haben hier gerade Mittagspause. Und dann fahren sie natürlich alle los. Und das beeinflusst den Verkehr ein bisschen. Wir gehen jetzt aber hier in eine Seitenstraße rein, beziehungsweise dann in die Parallelstraße. Und da wird es dann ein bisschen ruhiger. Werden wahrscheinlich auch einige Studenten sein zum Essen jetzt. Gehe ich mal von aus. Also ist jetzt genau Mittagszeit. Und dementsprechend auch Essenszeit. Das hier ist das Restaurant, wie man schon sieht. Es ist sehr, sehr groß. Das letzte Mal kann ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass die diesen Teil schon hatten. Vielleicht haben die nochmal extra Restaurant dazu gekauft quasi, um das zu erweitern. Und wie man schon sieht, ist sehr, sehr viel los. Schauen wir mal rein und bestellen uns mal eine Portion, beziehungsweise schauen erstmal, ob wir irgendwo einen Tisch bekommen. Witzig, ein paar Meter weiter gegangen und gesehen, dass genau gegenüber ein Gio Bao aufgemacht hat. Also quasi die zweite Empfehlung aus dem ersten Video, aus dem ersten Bun Thit Nung Video. Man hat hier quasi die volle Auswahl. Also qualitätstechnisch ist bei den Gio Bao Filialen immer das gleiche Essen. Ne? Also da ist immer alles genau gut oder gleich gut. Und wir schauen uns aber heute trotzdem die andere Seite an, weil Gio Bao haben wir ja schon gesehen. Hier geht alles sehr, sehr schnell. Vor allem zur Mittagszeit, man sieht, dass hier sehr, sehr viele Leute aus Büros und natürlich auch die ganzen Studenten und so weiter kommen. Wir haben jetzt aber schon einen Eistee, bei dem Wetter sehr wichtig. Da haben wir jetzt auch gleich unsere Portion bekommen und man sieht schon, sogar die Schalen bzw. die Schüsseln sind gleich. Und was auch noch gleich ist, man hat hier gleich die Fischsoße im Eimer. Also quasi was genau gegenüber ist sehr, sehr ähnlich. Und auch geschmacklich ist es jetzt nicht allzu unterschiedlich, aber schon ein kleiner Unterschied. Ich habe mir jetzt hier auch schon die Fischsoße zubereitet mit ein bisschen Chili und einer Kelle aus dem Eimer. Diesmal mache ich auch ein bisschen Platz. Ich meine, das Fleisch ist hier auch nicht so extrem mariniert, aber trotzdem mache ich es überwiegend über die Nudeln drüber. Das ist am wichtigsten. Ne? Kippen wir das da drüber, dass die Nudeln schön feucht werden. Ne? Und dann können wir das Ganze mixen und essen. Wir probieren hier erstmal das Fleisch. Das sind mal die wichtigsten Komponenten hier. Vor allem mit Erdnüssen oben drüber ist das immer so lecker. Obwohl ich jetzt schon sagen muss, warte, ich probiere mal noch ein Stückchen. Vom Ranking her, nur vom Fleisch gesehen jetzt, ist das für mich auf Platz 3. Bei der Straßenküche war das Fleisch ja perfekt.
Bei Qiobao ist das Fleisch gut und hier, boah, sehr trocken, sehr, sehr trocken. Da wäre die Fischsoße drüber vielleicht gar nicht so blöd gewesen. Aber ich glaube, die haben ja sehr, sehr viel vorproduziert, weil auch sehr, sehr viel los ist. Dann haben wir hier Nimnung, das ist quasi die gegrillte Schweinewurst. Die wiederum sehr, sehr gut ist hier. Wow. Die würde ich sogar zwischen Platz 1 und 2, also die ist sehr, sehr gut. Und die Frühlingsrolle sieht ja, fast genauso aus wie bei Qiobao. Aber mal probieren, vielleicht ist die Füllung ein bisschen anders. Eins zu eins die gleiche. Dann aber die Nudeln noch, die auch sehr ähnlich aussehen, also wie ihr schon seht, sehr, sehr ähnlich wie Qiobao. Und ist ja auch genau gegenüber. Sind zwar zwei konkurrierende Restaurants, aber trotzdem sehr ähnlich. Dann haben wir die Fischsoße noch. Die wird hier sicherlich ein bisschen anders sein. Die ist nämlich bei jedem Bund Nung Laden anders. Ja, die ist nicht ganz so süß, würde ich sagen, so im Vergleich zu Qiobao. Ist sie nicht ganz so süß. Aber trotzdem sehr, sehr gut. Und ich glaube, da ist ein bisschen weniger Knoblauch drin. Bei Qiobao war sehr, sehr viel Knoblauch drin. Trotzdem super lecker. Dieses Gericht liebe ich einfach. Egal, wo ich das bisher gegessen habe, es hat mir noch nie nicht geschmeckt. Es gibt halt nur immer Abstufungen, wie gut es ist. Ne, auch eine Top-Portion. Bis auf das Fleisch, was hier sehr, sehr trocken ist, was, wie gesagt, wahrscheinlich daran liegt, dass hier sehr, sehr viel vorbereitet wurde, ist das auch sehr, 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 sehr gut. Das Beste wird immer bis zum Schluss aufgehoben. Das hier, genau wie bei Qiobao, die Frühlingsrolle, die ist hier wirklich perfekt. Das ist auch ein sehr, sehr guter Bund Nung Laden. Ähnlich wie, ähnlich wie Qiobao und genauso beliebt, wie man in der Gegend sieht. Also sehr, sehr viele Studenten, sehr, sehr viele Büroleute, die da hingegangen sind. Und war wirklich sehr, sehr gut. Ich bin ja, 60-70% gesättigt, aber wir werden definitiv noch eine zweite Portion jetzt essen. Da gehen wir jetzt, denke ich mal, zu Fuß hin, so ein bisschen verdauen. Dann bin ich vielleicht bei 50% und dann passt noch eine Schüssel rein. Das Restaurant bzw. der Bund Nung Laden, wo wir jetzt gerade waren, Bund Nung 339, hat übrigens auch zwei andere Gerichte, beziehungsweise ein paar andere Sachen auf der Karte. Wir haben zum Beispiel noch Ban Hoi Heo Wai, das sind so, ja, so eine Art Netznudeln, Reisnudeln, die sehen so aus wie so Netze mit Schweinebauch. Und die haben da auch Bo Lalot, was Rindfleisch gegrillt in diesen Lalot. Betelblätter heißen die, glaube ich, also in so Kräutern, eingewickelt und dann gegrillt. Die beiden Gerichte haben die da auch. Die habe ich aber noch nicht probiert, dementsprechend kann ich auch nur Bund Nung empfehlen. Wir sind fast angekommen. Da hinter mir, beziehungsweise auf der anderen Straßenseite, ist auch eine sehr, sehr schöne Pagode. Die sieht wirklich sehr hübsch aus. Und da auf der anderen Straßenseite ist das Restaurant jetzt. Genau da gehen wir jetzt rein. Auch wenn das hier so ein kleiner, niedlicher Laden ist, haben die hier trotzdem eine Speisekarte auch auf Englisch. Also mit englischer Übersetzung. Da sieht man dann auch, was die alles haben. Wir werden uns natürlich für das mit allem entscheiden, also mit dem Fleisch und Frühlingsrolle. Aber die haben ja auch noch andere Kombinationen. Und hier auch diese Netznudeln, die ich vorher angesprochen habe. Die haben die hier auch.
Das ist hier, wie man sieht, wirklich ein sehr gemütlicher Laden. Das ist so ein kleiner versteckter Laden. Ne? Außen haben die da sehr, sehr viele Blumen und dann eben diesen Stand, wo die die Schüsseln zubereiten. Deswegen ist das recht unscheinbar hier drin. Wie auch sonst immer, dauert es nur ein paar Minütchen, dann kommt auch gleich die Schüssel. Und hier diesmal sieht man direkt einen Unterschied. Man bekommt hier eine große Keramikschüssel, keine silberne Schüssel. Und das Gericht so sieht auch ein bisschen anders aus. Die haben hier noch eine andere Art von Fleisch. Also die haben erstmal hier eine sehr, sehr schöne Frühlingsrolle. Ist ein bisschen dunkel, aber ich glaube, man sieht's. Und die haben hier Fleisch, was angebraten wurde mit Zwiebeln. Da sieht man die kleinen Zwiebelchen. Das sieht auf jeden Fall mal ein bisschen anders aus. Und sehr, sehr viele Erdnüsse, was immer ein gutes Zeichen ist. Und Fischsoße. Wir haben jetzt die Portion vor uns. Packen uns aber erstmal wieder Chili in die Soße rein. Das ist wieder ein Laden, wo man keinen Teller bekommt mit Kräutern und Salat und so weiter, sondern die Nudeln sind quasi über den Kräutern. Aber wie man jetzt schon gesehen hat, es riecht auch ganz anders, muss man sagen. Man riecht nicht vorwiegend das gegrillte Fleisch, sondern hier das angebratene Fleisch mit den Zwiebeln. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das werden wir erstmal ohne Soße probieren. Okay, das sind nicht nur Zwiebeln. Da ist auch sehr viel Knoblauch dabei. Hier räumen wir wieder das Fleisch auf die Seite. Hat auch eine sehr große Frühlingsrolle dabei, die ein bisschen anders aussieht. Also wie man sieht schon, sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Probieren wir gleich, aber wir packen erstmal die Fischsoße oben drüber. Wichtig. Dann mischen wir das ein bisschen von den Kräutern. Ja, die Kräuter esse ich normalerweise, auch wenn eine Art von Kräuter dabei ist, die ich nicht mag. Trotzdem gehört das da dazu. Normalerweise könnte ich es auch ohne bestellen, aber den Aufwand mache ich mir meistens nicht. Also probieren wir jetzt erstmal hier die Frühlingsrolle. Okay, die Frühlingsrolle ist auf jeden Fall die beste. Die Frühlingsrolle ist wesentlich besser als bei der Straßenküche, wo sie nicht heraussticht. Und besser als Kiobao und das Restaurant, wo wir gerade waren. Okay, also die Frühlingsrolle hat sie mal richtig drauf. Ich muss euch nochmal genauer zeigen. Die sieht so unscheinbar aus. Aber die ist richtig, richtig gut gefüllt. Da sind Zwiebeln drin, da ist Fleisch drin, das wird Schweinefleisch sein. Und die ist auch wirklich sehr, sehr gut frittiert. Nicht zu ölig und nicht so trocken wie die bei Kiobao, also von außen. Ne? Innen ist sie bei Kiobao und bei dem anderen Laden, wo wir heute waren, sehr saftig. Aber das Außenrum ist sehr, sehr trocken. Hier ist sehr, sehr gut. Auch. Ich habe da gerade keine Soße drüber gekippt. Okay, das ist schon mal ein sehr guter Start. Das Fleisch mit den Zwiebeln und den Knoblauch war auch sehr gut. Man hat hier auch eine andere Nemnung, also ist vom Grundsatz her das gleiche, Nemnung, also gegrillte Schweinewurst. Aber hier ist hier ein bisschen länglicher und so wie es aussah, oder so wie es aussieht, war die auf so einem Bambusstab, wurde da so gegrillt. Und da schmeckt man sofort raus. Was ist das denn? Wow, die zergeht fast im Mund, so zart ist die. Die ist perfekt gegrillt. Da schmeckt man auch sofort Zitronengras raus. Die ist auch wirklich sehr gut. Okay. Okay. An die Straßenküche kommt es, glaube ich, ganz knapp nicht ran, aber es reiht sich, denke ich mal. Kannst du nicht genau sagen, aber es wird sich wahrscheinlich ganz, ganz knapp hinter der Straßenküche einreihen. Das ist wirklich eine sehr gute Portion. Wow! Das ist wirklich schon sehr lange her, als ich hier war, das letzte Mal. Ich war hier, glaube ich, auch bisher nur einmal.
Ich weiß gar nicht, ob ich was anderes bestellt habe. So viele andere Sachen haben die ja gar nicht auf der Karte. Ich bin aber gerade schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Weil das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich zeige es euch mal nochmal. Also hier muss man sagen, passt auch alles. Man sieht auch schon den Unterschied. Es sieht wesentlich anders aus, also ganz anders, weil es viel, viel mehr ist. Vor allem mit diesem klein geschnippelten Fleisch, mit den Zwiebeln und dem Knoblauch. Dann den sehr, sehr vielen Erdnüssen, den Kräutern. Okay, bei Gyobao habe ich ein paar rein und bei dem vorhin keine. Also ich habe gar keine Kräuter oder Salat rein. Aber es sieht trotzdem anders aus. Und diese Frühlingsrolle, ich zeige es euch nochmal, ist wirklich tippitoppi. Wow. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Ich habe auch wieder ein bisschen Hunger bekommen, war ja doch ein bisschen längerer Weg und es ist sauser heiß draußen. Aber wirklich tippitoppi. Ich bin mal wieder im Essenshimmel. Die Fischsoße hier ist auch sehr, sehr lecker. Die ist ein bisschen süßer als bei anderen Buntetnung-Läden. Passt da perfekt zu der Kombination, dadurch, dass man auch ein bisschen mehr Fleisch hat mit den Zwiebeln und so weiter. Gleicht sich das wieder aus mit der Süße in der Fischsoße. Ich bin positiv überrascht. Das sind auch von den Nudeln wieder die gleichen Nudeln wie bei der Straßenküche. Das sind nicht mehr diese fädrigen Nudeln, sondern die bisschen dickeren. Ich finde dieses Fleisch mit den Zwiebeln, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, dass es das hier, oder dass das hier in der Portion mit allem ist. Passt wirklich perfekt dazu. Mann. Habe ich fast vergessen. Auch sehr, sehr guter grüner Tee. Das unterscheidet sich nicht oft. Manchmal hat man sehr, sehr wässrigen Tee, was aber auch gut ist, weil es einfach erfrischend ist. Manchmal hat man so ein bisschen einen verbrannteren Tee. Also das ist einfach die Teesorte, die grüne Teesorte. Aber hier schmeckt das ein bisschen, wie soll ich sagen, der grüne Tee ist halt einfach sehr, sehr gut. Das ist, denke ich, Jasmin-Tee. Sehr guter Tee. Ich muss ja öfters her. Wenn man auch jetzt noch mal schaut, das ist wirklich ein riesen Unterschied. Dadurch, dass sich das alles so vermischt und so viele unterschiedliche Dinge drin sind, sieht das wirklich sehr, sehr geil aus. Sieht aus wie so ein Nudelsalat mit allerlei, also mit Gürkchen, mit eingelegtem Gemüse, was natürlich auch in den anderen drin ist. Aber hier hat man extra diese angebratenen Zwiebeln noch von dem Fleisch, das kleingeschnittenere Fleisch. Frühlingsrolle habe ich euch ja sowieso schon gesagt, ist top. Auch die gegrillte Schweinewurst ist top. Aber es ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Portion und auch nochmal ein bisschen was anderes im Vergleich zu den anderen. Auch hier haben wir uns natürlich was Gutes zum Schluss aufgehoben. Ich habe mir auch das letzte Stück von der Nemnung, der gegrillten Schweinewurst mit dem richtig, richtig guten Zitronengrasgeschmack aufgehoben. Guten. Wow. Diese gegrillte Schweinewurst und die Frühlingsrolle hier. Wow. Wirklich sehr, 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 sehr gut. Also der Laden, der hat mich nicht nur überrascht, sondern auch sehr, sehr überzeugt. Und wenn ich wusste, dass die Portion hier gut ist und dass es mir das letzte Mal geschmeckt hat, hat es mir das letzte Mal, glaube ich, nicht so gut geschmeckt wie heute. Ich weiß nicht, ob irgendwas anders war. Oder weiß nicht. Also heute hat irgendwie alles zusammengepasst und das war die zweite Portion des Tages. Das ist definitiv Platz 2 hinter der Straßenküche. Bei der Straßenküche kommt natürlich auch noch dazu, dass Streetfood allgemein, also so eine Straßenküche allgemein, cooler ist von der Atmosphäre her. Und die Portion auch geschmacklich, ja, ein bisschen besser harmoniert. Hier zwar auch alles sehr, sehr gut miteinander harmoniert, aber es ist was anderes. Wenn ihr das probiert, dann werdet ihr das sehen. Das hier ist aber auch schon wirklich eine Bombe.
sehr, sehr gut. Was Bun Thep Nung angeht, seid ihr jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt in Saigon. Wie ihr wisst, ist das ja mein Lieblingsgericht. Und wenn euch das nicht schmecken würde, dann wird mich das schon sehr enttäuschen. Ne? Die 4 Empfehlungen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Da könnt ihr nichts falsch machen. Die Straßenküche ist top. Kio Bao gibt es in mehrere Filialen, wie man jetzt auch heute gesehen hat. Ist auch immer top und sehr, sehr günstig. Dann Bun Thep Nung 339, wo wir dann heute waren. Als erstes, ja, auch sehr, sehr lecker. Ähnlich wie Kio Bao. Und dann die Schüssel hier. War auch wirklich, boah. Da müsste ich eigentlich auch so eine 9,5 von 10 geben, weil da hat auch wirklich so gut wie alles gepasst. Das Fleisch war top mit den Zwiebeln und dem Knoblauch. Frühlingsrolle war on point. Dann die gegrillte Schweinewurst mit dem Zitronengrasgeschmack war wirklich sehr, sehr lecker. Vielleicht ein bisschen zu viel Fischsoße reingetan, weil ich habe hier noch ein bisschen Soße übrig. Das ist eigentlich nicht notwendig. Normalerweise ist das wie so ein Nudelsalat von Thep Nung. Aber alles in allem bin ich wieder sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr könnt mit den Empfehlungen was anfangen und ich hoffe natürlich, dass ihr das probieren könnt. Das ist die Intention hinter diesen Videos. Dementsprechend sage ich danke fürs Schauen und wir sehen uns beim nächsten Video, wo es dann weitergeht mit dem Saigon Food Guide und dem nächsten Gericht. Ciao, ciao.